Die Wall Street erlebt Schwankungsbreiten, die ich in meiner Karriere noch nie erlebt habe. Die Zollpolitik von Donald Trump kreiert Chaos an der Wall Street und dementsprechend auch Kursverluste. Ich freue mich an dieser Stelle wie jeden Monat Stefan Breintner, Leiter Research bei DJE, bei mir begrüßen zu dürfen. Stefan, ich grüße dich. Ja, wenn man sich die Märkte so anschaut, wir sehen sehr viel Nervosität an den Märkten. Einige Anleger erleiden auch teils deutliche Kursverluste. Wie sollte man damit in einem Umfeld wie diesem umgehen als Anleger? Ja, ich denke, man sollte zunächst versuchen, einfach kühlen Kopf zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen und nicht panikartig jetzt alles rauszuschmeißen. Ich glaube, in so Phasen wie jetzt ist es umso wichtiger, dass man eben ein diversifiziertes Portfolio hat und nicht alles nur auf einen Sektor, ein Land oder quasi auf einige wenige Wetten setzt. Ich denke auch, es macht Sinn, so ein bisschen Absicherung im Portfolio, einen gewissen Goldanteil zu haben. Und mit Sicherheit macht auch eine gewisse Cash-Position heute Sinn, weil die kann man dann, wenn sich der ganze Sturm gelegt hat, nutzen, um günstiger nachzukaufen. Ihr seid selber Portfolio-Manager, ihr seid auch Fondsmanager. Wie gehst du eigentlich als Profi mit solchen Situationen um? Denn du musst ja überwiegend auch investiert sein, oder? Also eben versuchen, möglichst breit aufgestellt zu sein. Nehmen wir mal den MSCI World als Beispiel, Markus. Ich meine, da hast du im Endeffekt eine über 70% Gewichtung in den USA, plus du hast dann natürlich auch noch das Dollar-Exposure. Das ist für einen europäischen Investor wahrscheinlich momentan nicht die beste Wahl. Deswegen macht es einfach Sinn, auf mehrere Regionen zu setzen, nicht nur alles in den quasi Weltsparplan oder in Fonds, die eben nur den Weltindex abbilden, zu stecken, weil es gibt ja doch einige Sachen, die sich etwas entkoppelt haben und etwas besser laufen. Also ich glaube, mit Blick nach vorne ist dieser Diversifikationsgedanke wirklich wichtig. Man muss ja aussehen, die letzten 2 Jahre hat es nicht so viel gebracht. Da hat es im Endeffekt gereicht, wenn man Mac 7 oder nur die USA hatte. Ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt auch in einem Umfeld, das nicht wirklich besonders transparent ist. Wir hatten diese Aufzeichnung schon letzte Woche gemacht. Das Ganze hat sich dann im Minutentakt schon wieder überholt. Jetzt machen wir schon die nächste Aufzeichnung und wir sehen, dass jetzt das Thema Tech-Zölle wieder zurückgerudert wird, irgendwie aber auch nicht und wenn dann nur temporär und dann nur bestimmte Sektoren und die Sektorenzölle könnten ja noch kommen. Also es ist ein absolutes Chaos, das wir hier in Washington erleben. Wie verlässlich kann man denn Prognosen in einem so schwierigen Umfeld noch abgeben? Ja, leider kaum. Ja, mein, du sagst es gerade, ich meine, wir beide haben den gemacht. Dann Trump am Nachmittag mit It's a great time to buy und später setzt er die Zölle aus und der Markt fliegt. Übers Wochenende kommt dann die nächste Nachricht. Ich meine, das macht es halt kurzfristig wahnsinnig schwer. Aber ich glaube, Markus, eins darf man nicht unterschätzen. Über Zeit werden sich auch die Unternehmen stärker anpassen. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt keine gute Nachricht für die Wirtschaft, aber ich denke perspektivisch eine gute Nachricht für Aktieninvestoren, dass natürlich jetzt in diesem Umfeld auch generell erstmal weniger investiert wird, querbeet über alle Bereiche. Die Unternehmen werden versuchen, durch interne Maßnahmen und durch weniger Geld auszugeben, ihre Margen und ihre Gewinne zu halten. Und ich denke, irgendwann in ein paar Monaten haben wir dann auch hoffentlich Klarheit, wie das mit den Zöllen insgesamt weitergeht. Und wenn wir dann nach vielleicht ein, zwei schwierigen Quartalen kommen wir auch in eine bessere Vergleichsbasis rein. Aber ich glaube, wenn wir ins Szenario kommen, wo wir sehen, dass die Unternehmen Kosten sparen, nicht mehr so viel investieren und damit auch ihre freien Mittel hochgehen, das waren ja immer gute Phasen für die Börse, also Phasen, wo Unternehmen generell höhere freie Cashflows erwirtschaftet haben. Deswegen glaube ich, wenn wir diesen Sturm jetzt in ein paar Monaten hoffentlich gut umschifft haben, dass dann auch wieder eine bessere Zeit kommt. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass sich die Unternehmen dieser ganzen Entwicklung einfach anpassen werden. Und irgendwann ist dieser Anpassungsprozess durch und dann kommen auch wieder bessere Zeiten. Also wenn ich jetzt höre weniger Investitionen und Sparmaßnahmen, dann höre ich auch eine wahrscheinlich steigende Arbeitslosigkeit, dann höre ich Gegenwind für die Wirtschaft selber. Das spricht doch eigentlich eher dafür, dass, und du signalisierst das ja im Prinzip auch, dass wir das Tal der Turbulenzen hier möglicherweise noch nicht vollends hinter uns haben. Ich fürchte nicht, dass wir das alles hinter uns haben. Weil was passiert denn jetzt? Ich meine, wahrscheinlich sehen wir jetzt erst nochmal ganz ordentliche Zahlen. Wir sehen jetzt, dass Unternehmen versuchen, Ware, wo es nur geht, in die USA zu bekommen, um diese Ware dann eben noch zollfrei zu haben. Also wir sehen einen riesen Vorzieheffekt wahrscheinlich.
Da müssen wir uns aber darauf einstellen, die Leute kaufen das jetzt noch schnell. Dann, wenn die Zölle so kommen, die Unternehmen versuchen ihre Preise massiv zu erhöhen, dann ist durchaus möglich, dass wir mal eine Phase von größerer Kaufzurückhaltung sehen. Wir sehen auch, dass die Stellenstreichungen in den USA steigen. Wir sehen, dass die Wirtschaft etwas schwächer läuft. Wir sehen, dass wir hier in Europa nicht wirklich vorankommen mit der Wirtschaft und haben das Risiko beim Export mit den Zöllen, auch wie sich diese hohen China-Zölle auswirken, muss man erstmal sehen. Also genau die Punkte sprechen einfach dafür, dass wir rein wirtschaftlich jetzt erstmal nochmal eine schwierigere Zeit haben, bevor es wieder besser wird. Aber ich glaube, die Phase, wenn die Unternehmen dann einfach, wenn die schwierige Wirtschaft, die ist, glaube ich, jetzt schon zum Teil drin. Aber wenn die Investoren sehen, oh, die schauen aufs Geld, da wird gespart, da wird weniger investiert, die freie Liquidität geht hoch. Das waren meistens ganz gute Phasen generell für die Börse. Ja, zumal man ja nicht vergessen darf, dass der schwache Ölpreis und der schwächere Dollar für die Unternehmen im S&P 500 gar nicht so schlecht ist. Das internationale Wachstum kann dadurch sogar profitieren. Übrigens sieht man den Vorzieheffekt sehr schön auch in China, wenn man sich die Exporte im März anschaut, über 12% Anstieg. Erwartet wurden, glaube ich, 4,6%. Also da sieht man auch diesen Vorzieheffekt. Man versucht möglichst alles zu bestellen, sofern es letztendlich noch geht. Aber das bringt, finde ich, Stefan, auch noch einen wichtigen Punkt auf. Denn zu guter Letzt ist ja alles immer eine Frage der Erwartungshaltung. Du sagst selber, also wir wissen, das Umfeld wird schwieriger. Das und das dürften die Unternehmen machen. Letztendlich gesehen ist es ja für einen Portfolio-Manager und auch für die Wall Street immer wichtig, die Dinge einpreisen zu können. Also selbst wenn die Spanne der Schätzungen weit ist, kannst du nichtsdestotrotz eine Schätzungen definieren. Habt ihr denn so eine Spanne, wo ihr sagt, Mensch, also wenn eine Rezession kommt, was würde das bedeuten für die Aktienmärkte? Und gibt es Niveaus, bei denen ihr sagt, also wenn das erreicht ist, dann müsste man eigentlich stärker zugreifen? Nehmen wir doch mal die Vergangenheit als Ratgeber hierfür. Ja. Man kann natürlich hier jetzt die Frage stellen, ob die Vergangenheit mit dem Präsidenten Trump noch zählt, aber wenn wir die einfach vergangene Rezession und vergangene Korrekturen von hoch bis zum Tief anschauen, wenn wir dann noch die Bewertung mit an Bord nehmen, wo der Markt eigentlich immer gedreht hat, dann, wenn eine Rezession kommt, und leider ist es die Rezessionswahrscheinlichkeit zuletzt gestiegen ist, aber nehmen wir mal an, die kommt, dann hätte man wahrscheinlich vom heutigen Niveau durchaus nochmal gut 10-15% Downside. Es gibt ja viele Spekulationen, wo ist der sogenannte S&P-Put, ja, der Donald Trump zum Umlenken bringt. Also ich denke mal, es kommt die Phase, da wird der Druck auf ihn so groß sein, wenn die Börse weiter runtergeht, einfach weil es den Amerikanern und vielen anderen ganz einfach gesagt an den Geldbeutel geht. Alle Amerikaner sind Aktionäre, der Konsum in Amerika ist wahnsinnig wichtig, da wird der Druck einfach zu groß. Und ich glaube, für ihn, Markus, könnte der Druck von zwei Seiten richtig kommen, vom Aktienmarkt und vom Bondmarkt. Deswegen denke ich, sollten wir wirklich nochmal stärker abtauchen und dann in S&P-Ranges von, man spricht ja oft von 4,2 bis 4,5 in dem Bereich. Also ich glaube, tiefer wird es nicht gehen. Und sollte das passieren in dem Umfang, dann für längerfristig orientierte Investoren ist das sicher auch dann eine Chance mit Blick auf die nächsten Jahre. Jetzt muss man sagen, dass er ja teilweise jetzt schon zweimal eingeknickt ist. Erstmal die Vertagung der reziproken Zölle um 90 Tage. Und nun also die Vertagung der 145% Zölle auf weite Teile von Technologie. Insgesamt werden die Zölle immer noch steigen, das ist richtig, aber eigentlich könnte man sagen, er ist erneut eingeknickt. Das wirft natürlich die Frage auf, das wird auch bei uns an der Wall Street rege diskutiert, ob dieser sogenannte Trump-Put, dieses Sicherheitsnetz, ob das letztendlich gesehen nicht schon bei 4.800 erreicht ist im S&P 500, zumal ja die Turbulenzen bei Anleihen in der Tat zugenommen haben. Du sagst also, er wird aus zwei Bereichen in die Mangel genommen. Ich will das Thema der Anleihen nochmal aufgreifen. Hier bei uns gibt es einige Stimmen, die sagen, der eigentliche Risikofaktor aktuell sind vor allem die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Wie erklärt ihr euch eigentlich, dass obwohl die Wirtschaft abkühlt, obwohl der Aktienmarkt deutlich zurückgelaufen ist, warum steigen die Renditen der Staatsanleihen trotzdem? Und wie erklärt ihr euch diesen Anstieg? Ich würde auch sagen, dass das größte Risiko definitiv der Anleihenmarkt ist.
Und eigentlich hätte man ja meinen müssen, in so einer Phase, es kommt alles runter, die Leute suchen den sicheren Hort der Stabilität, also US-Staatsanleihen und in vergangenen Phasen auch den Dollar. Genau das Gegenteil ist passiert, also die Renditen sind gestiegen, der Dollar war schwach. Wir erklären uns das mit den Äußerungen von Trump-Beratern wie Stephen Miron zu einer potenziellen Neuordnung des Welthandels und zu einer potenziellen Umordnung, Umschuldung, ja, langlaufender US-Dollar-Anleihen. Also wenn man diese Paper oder den auch inzwischen oft zitierten Mar-a-Lago-Akkord nimmt, dann ist das schon wirklich krass, was da drin steht, weil im Endeffekt, vereinfacht gesagt, sagt er ja, nee, wir setzen unsere Partner richtig mit Zöllen und der Drohung des Entzugs des militärischen Schutzschirms unter Druck, um die dann dazu bringen, ja, dass sie ihre jetzigen Staatsanleihen umschulden in besonders langlaufende Titel mit niedrigerem Zins und so die Amerikaner im Endeffekt ihre Zinszahlungen für die Zukunft, ich meine, es sind ja immens hoch, über 1000 Milliarden, deutlich nach unten bekommen. Also, und ich denke, Markus, das ist der Grund. Ja, das ist der Grund für den schwachen Dollar. Das ist der Grund für die ansteigenden Renditen, weil dieses Experiment, ich hoffe, es kommt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es so kommt. Aber das stellt im Endeffekt einen riesen Vertrauensverlust in die einstige, sage ich mal, Stabilitätsgarantie US-Staatsanleihen dar. Also ich muss sagen, also da wette ich drauf, dass der Mar-a-Lago-Akkord nie kommen wird, zumal wir ja sehen, wie erfolgreich das Dealmaking von Donald Trump bisher funktioniert. Allen voran bei China. China ist bereit, laut eigenen Aussagen bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Ne? Also zu glauben, man kann den anderen unter Druck setzen und er muss dann reagieren, das ist noch lange nicht garantiert. Aber ich will noch mal auf die Frage der Staatsanleihen zurückkehren. Denn es gab ja nun, wie du zu Beginn schon betont hast, lange Zeit nur einen Markt, der wirklich lief. Und das war der amerikanische Aktienmarkt. American Exceptionalism, wie wir hier bei uns an der Wall Street sagen. Jetzt hat sich aber das Blatt gewendet. Wir haben auf einmal Amerika nicht great again, sondern Amerika auf einmal einsam. Und das in einer Phase, in der aber die USA aufgrund der hohen Defizite und der Verschuldung auf das Geld ausländischer Anleger angewiesen sind. 30% der US-Staatsanleihen liegen im Ausland, 27% der Unternehmensanleihen. Liegt die eigentliche Gefahr bei den Renditen nicht auch darin, dass sie deshalb steigen, weil der Kauf von amerikanischen Staatsanleihen weniger attraktiv geworden ist, im Dollarraum zu sein, auch weniger attraktiv geworden ist, weil zum Beispiel europäische Staatsanleihen oder auch selbst japanische Staatsanleihen mittlerweile attraktive Renditen bieten? Ich glaube, viel hängt eben hier auch mit dem Vertrauen zusammen. Und ich meine, nehmen wir den zweitgrößten Gläubiger, China. China sagt ja öffentlich, sie verkaufen keine US-Staatsanleihen mehr, beziehungsweise sie tun sogar das Gegenteil. Sie verkaufen diese Papiere. Und ich stimme 100% mit dir überein. Die werden das durchziehen, die können das durchziehen. Und wer weiß, ob sie nicht Tage, wo sie sehen, dass die Renditen hochgehen, auch nutzen, um proaktiv die Renditen noch ein bisschen anzuschieben. Also die wissen ja auch, dass sie hier ein Druckmittel haben. Aber ich glaube, das Vertrauen, das ist momentan hier stark angeknackst durch solche Aktionen wie den Mar-a-Lago-Akkord. Und deswegen sehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass viele ausländische Kapitalgeber momentan eben nicht den Zufluchtsort in den US-Staatsanleihen suchen, sondern eben lieber andere Staatspapiere, beispielsweise europäische etc. kaufen. Plus, die denken ja immer in ihrer Währung und nicht im Dollar. Und der Dollar war lange stark, jetzt ist er nicht stark. Das kommt ja dann auch noch dazu, dass ich mir hier unter Umständen ja auch noch meinen Währungsverlust einkaufe, den ich ja die vergangenen Jahre nicht hatte, weil der Dollar stark war. Also ich glaube definitiv, dass die Amerikaner momentan vor allem bei den Staatsanleihen nicht den Kapitalfluss aus dem Ausland sehen, den sie gerne hätten. Es wird ja jetzt immer wieder auch, finde ich, zu Recht, dass eine Gespenste Trump rausgeholt in Sachen Zölle. Aber jetzt nehmen wir mal an, es passiert ein Wunder, Stefan. Donald Trump kommt raus und wir spinnen jetzt mal und Trump sagt also wunderbar, great deal mit Japan, Freihandelszone mit Europa, everything is fantastic. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Wir werden jetzt die Zölle erheblich reduzieren. So. Was würde in dem Fall passieren mit der Wirtschaft und dem Aktienmarkt? Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, also ist der Schaden in der Wirtschaft schon angerichtet. Und der zweite Punkt, was würde das denn für die Geldpolitik bedeuten? Könnte die Fed in einem solchen Umfeld nicht die Zinsen dann erheblich senken?
Ich halte nicht ausgeschlossen, by the way, dass das passiert. Also insbesondere, man hört auch aus verschiedenen Ecken, dass große Delegationen der EU ja momentan in Washington sind und hier viel verhandelt wird. Kann man durchaus vorstellen, dass er um die Ecke kommt und schaut, wir haben hier mit unseren europäischen Partnern einen Superdeal jetzt ausgemacht. Eigentlich der Logik nach müsste das er ja auch vorantreiben und wollen, weil sein eigentlicher Feind ist ja China. Und es hilft ihm ja, wenn er hier einen starken Partner hätte. Der Worst Case wäre ja, wenn die Europäer enger mit den Chinesen zusammenarbeiten würden. Deswegen halte ich dieses Szenario, dass da was kommt, auch jetzt wieder unerwartet und vielleicht viel besser im Sinne von niedrigeren Zöllen und doch mehr Zusammenarbeit mit den Europäern und den Japanern für nicht ausgeschlossen. Ja, deswegen glaube ich auch, man sollte investiert bleiben, Markus, und jetzt nicht auf die Anfangsfrage zurückzugehen, schreien, alles verkaufen und ich will hier nicht mehr dabei sein. Das, denke ich, ist die ganz falsche Strategie. Ja? Weil dieses Szenario kann eben auch passieren. Wenn das kommen würde, dann wird der Markt wahrscheinlich stark steigen an dem Tag, aber so ein gewisser Schaden ist in der Wirtschaft angerichtet und bis da dann wirklich wieder das Wachstum, das Vertrauen, die Investitionen kommen, da ist dann, glaube ich, schon ein kleiner Timelag dazwischen. Ja, das ist natürlich das eigentlich Bittere, dass das Vertrauen in die Institutionen der USA vollkommen untergraben ist, auch als verlässlicher Partner in Deals, die man letztendlich gesehen dann eingeht. Ich meine, das Kanada, Mexiko, USA-Abkommen, das Trump ja selber noch gefeiert hat, weil er es verhandelt hat und später dann abgefackelt wird, im Prinzip abgefackelt wird. Aber das Szenario, das wir hier gerade gemalt haben, ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Gerade weil so viel Angst in den Märkten drin ist, hätten wir in der Tat dann einen immensen Bumerang-Effekt letztendlich gesehen, auch bei den Staatsanleihen, möglicherweise bei den Renditen nach unten. Ich muss sagen, jetzt bin ich schon 30 Jahre an der Wall Street, wir beide kennen uns ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Man muss, glaube ich, immer realisieren, dass wenn man dann eben solche Szenarien hat, bumm, der Markt ballert nach oben, es kommt alles wieder anders als gedacht, dass hier sehr viele Gewinner entstehen, aber zu guter Letzt eben auch sehr viel verbrannt wird, weil diese überraschenden Risse nach oben und nach unten natürlich immer auch Investoren teils auch auf dem falschen Fuß erwischen, oder? Absolut, ja. Und ich glaube am besten, man hat einfach ein ausbalancierteres Portfolio, als man vielleicht die letzten Jahre hatte. Also nicht 2/3 Dollar oder 75% Dollar, sondern vielleicht halt nur 30 bis 50% Dollar. Man ist man ja, wenn man relativ denkt, dann sowieso stark untergewichtet. Nicht gar kein Europa, sondern eben auch Europa und Deutschland im Portfolio, doch auch einige Anleihen, auch etwas Gold. Ja. Also ich glaube, momentan macht es wirklich Sinn, dass man sein Portfolio aktiv angeht, verschiedene Bereiche hat, auch gewisse Hedges, falls es eben doch anders kommt. Weil, wenn man ehrlich ist, man weiß es nicht. Ich meine, der sagt heute so und morgen so. Und ich finde zum Beispiel das Beispiel mit den US Small and Mid Caps, das mag ich immer recht gerne. Weil, wie war es denn direkt nach der Wahl? Eine riesen Euphorie hat geherrscht. Wow, jetzt kommt die Zeit, Steuersenkungen in den USA und Make America Great Again. Jetzt müssen wir richtig in die kleinen und mittleren Unternehmen in die USA rein. Die hatten jetzt eine schwierige Zeit, jetzt mit der Donald wird alles super. Was passiert? Genau das Gegenteil. Es war mit der schlechteste Markt in dieser ganzen Zeit. Und ich glaube, du hast vorher die Erwartungshaltung und das Erwartungsmanagement angesprochen. Und das lief grundsätzlich, glaube ich, von der amerikanischen Regierung total schief. Weil man hat ja auch mit dieser Zusammensetzung mit den Leuten, die ihn da beraten, sehr Kapitalmarkt, wirtschaftsfreundlich, ganz, ganz was anderes erwartet, als was jetzt hier passiert ist. Und es ist ja kein Covid, kein externer Schock, sondern es ist ja bewusst von ihm herbeigeführt worden, die ganze Situation. Ja, man muss hier wirklich im Prinzip auf alles vorbereitet sein. Ne? Das heißt ja, man muss ja auch keine 100% Aktiengewichtung haben, ne? Sondern man kann sie auch mal reduzieren und trotzdem mit dabei bleiben, um letztendlich gesehen, sollte es dann wieder anders kommen, auch zu partizipieren. Also das Level an Flexibilität, das man mitbringen muss in diesem Jahr, ist absolut hoch. Aber um den Bogen nochmal zu dir zurückzuspannen, das finde ich nämlich besonders spannend. Du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben jetzt dieses Mal das erste Mal seit Jahren die Möglichkeit, in andere Regionen zu investieren, in andere Währungen zu investieren und auch in Renditen und Staatsanleihen oder Anleihen zu investieren, die in anderen Regionen auf einmal wettbewerbsfähig sind. Also die Möglichkeit zu diversifizieren war, glaube ich, schon lange nicht mehr so groß, wie sie aktuell ist. Ja. Kommen wir zum Schluss nochmal auf euch zurück und auf den DJE-Zins und Dividende. Wie seid ihr denn hier aktuell aufgestellt?
Also wenn du den Aktienanteil nimmst, ja, dann sind wir nicht voll investiert. Also wir haben eben ein kleines Cashpolster. Das Cashpolster, sobald mehr Klarheit herrscht. Ich denke, für jeden Investor momentan ist es gut, ein bisschen Cash auf der Seite zu haben, weil, wie wir jetzt mehrmals gesagt haben, man weiß es nicht. Vielleicht geht es noch ein gutes Stück tiefer, aber irgendwann wird ein Boden gefunden. Und wenn ich hier die Unternehmen, die ich gerne mag oder nicht daran glaube, etwas günstiger nachkaufen kann, das macht definitiv Sinn. Wir hatten jetzt lange Zeit in diesem Jahr ein stärkeres Tech-Untergewicht, haben wir immer noch, aber können uns durchaus vorstellen, das jetzt ein bisschen zurückzunehmen. Hat ja auch geholfen. Hier war aber die Annahme eher von uns, dass uns diese wahnsinnig hohen Investitionen gerade der großen Tech-Giganten gestört haben. Also wenn man anschaut, was hier Geld investiert wird, und oftmals sind ja solche Phasen, wo so viel investiert wird und sich die Unternehmen dann auch noch stellenweise gegenseitig Konkurrenz machen, nicht die einfachsten. Es dauert ja, bis sich diese Investitionen dann auch in Umsätze materialisieren. Über die anderen Sektoren sind wir relativ breit aufgestellt. Wir haben im Anleihenbereich mehr Unternehmens als Staatsanleihen. Wir haben auch ein paar US-Staatsanleihen nach wie vor. Also kann ja eben, wie wir vorher erläutert haben, auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Wir sind stärker in Europa und Deutschland, als wenn du uns jetzt mit dem Weltindex vergleichen würdest. Dann hätten wir ein europäisches und deutsches Übergewicht. By the way, ich glaube, die deutschen Aussichten, die sind nicht so schlecht nach vorne. Insbesondere dieses große Stimuluspaket, denke ich, muss man positiv hervorheben. Plus die Regierung oder die neue Regierung hat ja jetzt hier quasi so einen Passus erlassen von überragendem nationalen Interesse. Und der besagte, dass sie im Endeffekt bei vielen Infrastrukturprojekten genauso schnell diese umsetzen können wie damals mit den LNG-Terminals. Also ich denke, wenn das kommt, das wäre wirklich eine positive Nachricht für viele deutsche Unternehmen. Und ich glaube halt, oder wir im Zins und Dividende glauben einfach, diese USA ist eine wichtige Region, keine Frage. Da gibt es ganz, ganz tolle Unternehmen. Aber dieser US-Exceptionalism, ja, dass man im Endeffekt ja, eigentlich nichts anderes haben musste, das werden wir jetzt nach vorne erstmal nicht mehr sehen. Und was attraktiv ist, denke ich, wir haben eine gute Verzinsung im Fonds, aber was ich in dem Umfang oder was wir in dem Umfang nicht gesehen haben, war, dass der Dollar so schwach geht in diesem Jahr. Also im Endeffekt Sektoren haben wir gut gesehen, auch die Positionierung haben wir gut hinbekommen, aber das offene Dollar-Exposure, was ja viel, viel weniger ist, als wenn du in passiv investieren würdest, das hat dann doch etwas gekostet in dem Jahr. Ja, mein lieber Stefan, man merkt schon, ne, es ist extrem viel los in diesem Jahr. Vielleicht die Frage zum Schluss nochmal. Bärenmarkt oder Korrektur? Und wenn es ein Bärenmarkt ist, was muss man bei Bärenmärkten eigentlich beachten? Wenn es ein Bärenmarkt ist und wir kämpfen ja momentan so zwischen Korrektur und Bärenmarkt, dann muss man wissen, der ist nicht gleich von heute auf morgen vorbei, ja, sondern es dauert ein bisschen, bis man da durch ist. Es dauert aber auch nicht Jahre, sondern es dauert Quartale. Nehmen wir die Vergangenheit, weil wenn der Bärenmarkt dann bleibt, dann wird die Rezession irgendwann kommen, dann kommt man auch wieder da raus. Dann wären wir noch nicht ganz unten, dann müsste man sich noch auf etwas ruppige Zeiten einstellen. Aber ich würde eben auch in diesen ruppigen Zeiten jetzt nicht alles verkaufen oder in Angst verfallen, weil gerade bei Donald Trump und gerade mit dem, was dann auch noch mit der Notenbank in den USA passieren kann, wer weiß, ob sie nicht auf einmal dann mit doch einer Emergency-Zinssenkung oder einem neuen riesen Bondkaufprogramm um die Ecke kommen. Also man kann ja momentan wirklich gar nichts mehr ausschließen. Nur man weiß, wir haben jetzt schon viel durchgemacht von der Bewegung von oben nach unten. Also ein guter Teil liegt schon hinter uns und irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo dann auch ein neuer Aufschwung beginnen kann. Und deswegen denke ich, einfach versuchen hier, sich nicht von den täglichen Schwankungen komplett verrückt zu machen, sondern so wie wir es vorher gemeinsam besprochen haben, das Portfolio breiter aufstellen, dann wird man auch diese schwierige Phase umschiffen können. Ja, mein lieber Stefan, ich sage an der Stelle mal vielen herzlichen Dank. Die Zukunft wird zeigen, wo wir hinlaufen. Ich freue mich schon auf die nächste Schaltung mit dir und mach's gut, bis zum nächsten Mal.